Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns einem etwas angenehmeren, entspannteren Feature zuwenden, und zwar den Zahlen ohne Vorzeichen in Kotlin. Und das ist eigentlich ein Feature, was wirklich nicht so schwierig ist. Aber ja, es bringt euch einen kleinen Nutzen, und zwar, es gibt im Endeffekt ja mehrere Typen von Zahlen. Ich mache hier gerade mal einfach eine Variable, meine Zahl, und da kann ich euch kurz zeigen, welche wir bislang kennengelernt haben. Der kleinste war Byte, das sind 8 Bit, das heißt, ich kann Zahlen bis, Achtung, ich schreibe hier mal ganz kurz 42 ein. Ich kann Zahlen von 2 hoch 8 darstellen, also ich habe 2 hoch 8 Möglichkeiten, Zahlen darzustellen, allerdings nur Zahlen von 2 hoch, also von minus 2 hoch 4 bis 2, bis 2 hoch 2 habe ich gesagt, verdammt nochmal, ich kann heute nicht tippen, sorry, 2 hoch 4. Das ist wirklich nicht viel, und ja, es könnte ein bisschen wenig sein, beziehungsweise minus 2, bis 2 hoch 4 minus 1 sogar. Das heißt, ich habe hier gerade mal Möglichkeiten bis eben zur Zahl 15. Also minus 16 bis 15 kann ich alles darstellen, und das ist nicht wirklich viel. Häufig reicht das eben auch nicht. Deswegen braucht man eher mal ein Short. Damit kann ich längere Zahlen darstellen. Dann gibt es hier einen Int und es gibt einen Long. So, und jedes Mal verdoppelt sich im Endeffekt das Ganze. Das heißt, ich kann bei einem Short 2 hoch 8, also da ich 8 Bit im Endeffekt zur Verfügung habe, kann ich Zahlen von minus 2 hoch 8 bis 2 hoch 8 minus 1 darstellen. Bei einem Int sind es dann Zahlen von minus 2 hoch 16 bis 2 hoch 16 minus 1. Und bei einem Long minus 2 hoch 32 bis 2 hoch 32 minus 1. Das sind die ganz normalen Zahlen, ja, die ihr immer bisher verwendet habt. Die haben eben, der Long hat 64 Bit, der Int hat 32 Bit und so weiter und so fort. Und ich muss immer positive und negative Zahlen darstellen, weil es ist ja möglich, dass die Zahlen auch negativ werden, und das muss ich irgendwie abfangen. So, jetzt gibt es allerdings die Möglichkeit, komplett explizit zu sagen, hey Compiler, nutz mal bitte nur positive Zahlen, dadurch kannst du Platz sparen. Und zum Beispiel bei einem U-Byte geht das, und damit kann man sich schon ein bisschen Platz sparen, denn ich kann hier sagen, hey, okay, jetzt kann ich Zahlen von, ohne minus 2, dann kann ich einfach sagen, ich kann Zahlen von 0 bis 2 hoch 8 minus 1 darstellen, was dann im Endeffekt 31 wäre. Das heißt, ich kann hier keine 32 mehr reinschreiben, aber ich kann eben noch eine 31 reinschreiben, und das ist das Angenehme dabei. So kann ich im Endeffekt Platz sparen. Natürlich darf ich jetzt keine negativen Zahlen mehr machen, also keine negativen Zahlen mehr darstellen, aber ich kann so einfach zum Beispiel sagen, okay, ich habe eine Zählvariable und ich brauche zum Beispiel nur Zahlen von 0 bis 30 oder sowas, oder 0 bis 25 oder so, und mehr kann ich eh nicht zählen. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, okay, ich fange bei einem U-Byte an, und dadurch spare ich mir ein bisschen Platz, wenn meine Anwendung wirklich effizient sein soll. Der andere Anwendungsfall ist im Endeffekt, wenn ich hier wirklich ein U-Long möchte, kann ich Zahlen bis 2 hoch 64 minus 1 darstellen. Und das sind einfach unfassbar riesige Zahlen, das ist wirklich, wirklich viel. Und ja, dadurch kann ich mir extrem viel sparen, denn ich muss jetzt eben nicht mehr Rücksicht nehmen auf diese ganzen negativen Zahlen, die dargestellt werden wollen. So, ihr werdet wahrscheinlich schon gemerkt haben, dass wir hier einen Fehler haben, und wenn ich hier jetzt auch ein Print meine Zahl eingebe, meine Zahl, dann klappt das nicht. Da wird mir alles um die Ohren fliegen. Das liegt einfach daran, dass wirklich diese Zahlentypen hier explizit als unsigned, also ohne Vorzeichen, deklariert werden müssen. Und das mache ich durch ein U in meiner Zahl, also hinten dran. Das sieht jetzt aus wie OU, es ist aber eigentlich eine 0 und dann ein großes U. Dieses große U besagt, hey, schau mal hier, das ist eine Zahl, die niemals negativ werden kann. Und ja, das ist eigentlich ganz praktisch. Allerdings ist dieses Feature aktuell, also ich bin jetzt gerade bei Version 1.3 von Kotlin, da ist dieses Feature überhaupt erst reingekommen. Das heißt, davor gab es keine Zahlen, die ohne Vorzeichen waren. Man kann natürlich auch ohne Vorzeichen, also Zahlen ganz normal verwenden, und meistens hat man auch eigentlich kein Problem damit. Deswegen kam es erst jetzt rein. Aber ja, deswegen sagt sich Kotlin hier, es ist noch nicht ganz sicher und nicht komplett getestet. Bitte verwende doch eine Annotation. Und die kopiere ich mir einfach mal. Die soll man aktuell darstellen oder quasi oben drüber packen. Dann weiß jeder, hey, schau mal hier, das ist zwar experimentell, aber es sollte trotzdem eigentlich funktionieren. Also es sollte keine großen Bugs haben. Und wir sehen, ja, ich kann meine 0 auch ausgeben. Ich kann mit meiner 0 auch rechnen. Ich kann, was auch immer ich möchte, eigentlich damit machen. Und wir sehen hier, das hat schon mal nicht funktioniert.
Machen wir das mal hier direkt rein. So, und jetzt muss ich hier natürlich meine 42 auch noch theoretisch deklarieren. Okay, wir sehen, ja, der Compiler erwartet hier einen uint, weil das einfach ausreicht für meine Größe. Jetzt möchte er hier aber einen ulong haben, weil ich hier vorne gesagt habe, hey, das Ding wird ein ulong. Ja, und jetzt habe ich trotzdem noch einen Fehler. Nein, ich habe keinen Fehler. Genau, also solche Sachen, das ist noch nicht ganz so ausgereift, meiner Meinung nach. Da könnte man noch ein bisschen angenehmer das Ganze machen. Aber das wird schon noch kommen. Also, wenn ich jetzt einen ulong verwenden möchte, muss ich halt noch ein bisschen mehr machen. Aber uint, ja, ist auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, es sollte eigentlich soweit kein Problem für euch sein, wenn ihr hier damit arbeitet. Und ihr werdet sowieso relativ selten, vermute ich mal, unsigned Zahlen verwenden. Und trotzdem wollte ich euch das Feature definitiv nicht vorbehalten. Für mich gehört es auch ein bisschen in die einfachere Kategorie hier rein, wo wir eigentlich auch gerade noch sind. Also bei Typen und so weiter und so fort. Bei den Grundlagen im Endeffekt. Und deswegen habe ich das hier reingepackt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten lasst mir gerne Feedback da. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.